Es wird Zeit für FEC Brain. Ich denke, wir sollten die Zeit genießen, in der es überhaupt noch die Unterscheidung zwischen FEC und kein FEC mehr gibt. Imagine, irgendwann machen sie einfach FEC und dann endet der FEC, aber dann transferierst du nicht deinen Charakter vom FEC auf Borodeng, sondern du transferierst deinen Borodeng-Charakter auf FEC. Und dann hast du quasi den permanenten FEC, der wiederum abgelöst wird von dem temporären Super-FEC, wo du dann 4-fach XP und Drop und 4-fach Upgrade-Chance hast und so weiter und so fort. Oder selbst wenn es nur Double ist ja egal. Und dann hast du quasi gar keinen Base-Server mehr, sondern du hast immer nur noch die erhöhten Rates. Weil Gala irgendwann sagt, das lohnt sich so sehr, wir machen so viel Kohle damit und die Leute wollen quasi das normale Flife gar nicht mehr spielen. Sounds ass. Ich habe auch nicht gesagt, dass es gut ist. Ich habe nur gesagt, wir sollten es noch glücklich schätzen, dass es nicht so ist. Weil sie so sehr aufs Geld fokussiert sind, dass sie quasi die normalen Server irgendwann sich einfach nur denken, scheiß auf die normalen Server, wir wollen nur noch irgendwas mit erhöhten Rates und so haben. Für mehr Profit. Und dann hast du quasi keine normalen Server mehr, sondern es ist nur noch FEC. Und immer wenn der FEC endet oder so, könntest du es so machen, dass dann der andere Server wieder den doppelten XP-Bonus verliert. Dann wird er kurzzeitig zu einem normalen Server, aber eben nur kurzzeitig, bis der nächste FEC startet. Und dann, ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Wer weiß. Updates kommen einfach gar keine mehr. So wie bei Flife Legacy. Ja gut, das wahrscheinlich nicht. Aber ja, das mit der FEC-Thematik, das, weiß auch nicht. Also es wird halt echt interessant, wenn sie wirklich neue Waffen releasen, neues Update, Levelerweiterung, neue Waffen, wie dann der nächste FEC performt. Weil ja auf dem FEC auch Leute unfassbar viel Geld für ihre Waffen ausgegeben haben, unfassbar viele F-Coin. Für die ersten Luzagas Crystal-Waffen, Bows und Axes und so. Und selbst am Ende wurde ja auch noch unfassbar viel Geld dafür ausgegeben. Und das ist ja immer das, also es ist noch nie passiert bei Flife, ich habe es schon oft gesagt, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Also eigentlich müsste es irgendwann passieren. Wenn du bei jedem zweiten neuen FEC eigentlich mehr oder weniger gezwungen wirst zu spielen. Weil wenn sie, wie gesagt, jetzt ein Update raushauen, was werden sie dieses Jahr eh nicht mehr machen, das wird ja frühestens irgendwann nächstes Jahr sein, kurz vorm FEC wahrscheinlich, mit neuen Dungeons, neuen Waffen, neuen Leveln. Dann ist ja eigentlich jeder vernünftig denkende Mensch, müsste ja eigentlich sagen, ich muss eigentlich FEC spielen, weil dort wird es viel leichter sein, an dieses neue Equipment zu kommen, es wird viel leichter sein, das Maximallevel zu erreichen, es wird viel leichter sein, diesen Dungeon zu farmen und so weiter und so weiter und so weiter. Also macht es eigentlich keinen Sinn, auf Borodeng zu bleiben. Aber zeitgleich, wenn es dann wieder so Itemate-Waffen sind oder sogar Baruna, was vielleicht sogar noch schlimmer wäre, aber wenn es da wieder Itemate-Waffen wären, und das wäre unlogisch, wenn es keine wären, also mindestens Itemate muss es ja auf jeden Fall sein, dann wiederum müssten doch eigentlich die Leute sagen, Alter, wir haben doch erst vor einem Jahr FEC gehabt mit neuen, in Anführungszeichen, neuen Waffen, wo wir unfassbar viel Geld dafür ausgegeben haben. Und jetzt ist das gleiche, neue Waffe Drop, wie auch immer sie heißt, keine Ahnung, Ancient zum Beispiel oder Vampire. Und du musst wieder für eine cleane Waffe 2000 € zahlen für die erste. Oder selbst wenn du ein bisschen wartest, musst du trotzdem noch Tausende, zigtausende F-Coin zahlen. Nur für eine cleane Waffe, dann musst du wieder alles upgraden und so weiter. Dann kommst du wieder auf Borodeng, dann bist du wieder für... Ja gut, dann kommst du drauf an, aber in welchem Zyklus dann das nächste Update kommt. Aber dann bist du wieder für 1,5 FECs gewappnet, in Anführungszeichen. Und dann kommt irgendwann wieder das Update und das wiederholt sich im Endeffekt immer wieder. Und ich meine, da ist natürlich immer kurzzeitig, ist es immer geil. Aber langfristig ist eigentlich immer wieder das Gleiche, dass du sau viel Geld ausgeben musst, um das neue Equipment dir direkt zu holen. Wenn du es nicht tust, hast du halt ein paar Monate lang einen Nachteil. Weil du das neue Equipment nicht hast, weil du dir selber sagst, das ist mir zu teuer, ich kauf's nicht. Und du musst es halt auf jeden Fall immer wieder kaufen. Und dein altes Equipment ist ja immer gebunden, also kannst du es eigentlich nie loswerden.
Also du kannst jetzt dein altes Equipment vom FEC, von letzten FEC, nicht verkaufen, in Anführungszeichen, für den neuen FEC, weil es ja alles accountgebunden ist. Also bleibst da dann auch immer drauf hocken. Da müssten ja eigentlich die Leute sagen, hey, wisst ihr was, immer beim übernächsten FEC sich komplett neue Chars zu machen und die immer wieder komplett neu einkleiden zu müssen mit diesem kompletten OP-Equipment, was so teuer ist und so. Aber die Preise machen ja die Spieler theoretisch, da kann Ghana nicht wirklich was dafür. Aber, ja, keine Ahnung. Also ob dieses FEC-System wirklich so zukunftstauglich ist. Also ich finde eigentlich nicht, rein von der Logik her. Aber aus irgendeinem Grund wird es wahrscheinlich weiter bestehen und weiter funktionieren. Weil die Leute einfach weiter cashen. Wahrscheinlich ist 2 Jahre sogar eine lange Zeit für manche Leute. Die geben sich wahrscheinlich damit zufrieden, dass sie das nur alle 2 Jahre machen müssen. Die freuen sich wahrscheinlich noch darüber, dass es nur alle 2 Jahre ist. Oder alle 2 FECs halt.